Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine super leckere Birnenweintorte. Ihr habt euch ja alle etwas mit Birnen gewünscht und dem Wunsch komme ich gerne nach. Diese Torte ist super lecker, besteht aus einem einfachen Boden und einer leckeren Pudding-Birnencreme, also Pudding-Birnenweincreme eigentlich, ganz genau gesagt. Eine ähnliche Torte wie die von letzter Woche, die Apfelschmarrn-Torte, die ihr hoffentlich alle schon gesehen habt. Wenn nicht, ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Es ist nämlich wirklich eine traumhaft leckere Torte. Die müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen und unbedingt nachbacken. Die Birnenweintorte ist ganz ähnlich aufgebaut, wie gesagt. Oben auf eine leckere Sahneschicht mit gerösteten Mandelblättchen und wer möchte Eierlikör, also eine raffinierte Torte. Und ja, wir fangen an mit dem Boden. Wir geben uns erstmal alle Zutaten für den Boden in eine Schüssel, bis auf die Mandeln, die ihr im Übrigen auch noch kurz in der Pfanne anrosten könnt, um dem Ganzen noch mehr Geschmack zu verleihen. Also wir geben uns das Mehl in die Schüssel, geben das Backpulver oben auf und das am besten gerade so ein bisschen verrühren mit dem Mehl, damit es sich einfach sehr, sehr gut verteilt. Wir geben uns den Zucker hinzu und die Butter, die darf gerne weich sein, am besten in Flöckchen. Das Ei. Und wir verrühren das Ganze miteinander mit dem Rührgerät. Und natürlich sollte man besser die Knethaken nehmen und geben jetzt noch die Mandeln hinzu und arbeiten sie gerade unter. Und das mache ich jetzt mit den Händen, damit einfach die Mandeln nicht so kaputt gehen, dass sie möglichst ganz bleiben. Das macht die Besonderheit bei diesem Teig aus. Einfach gerade einarbeiten schön. Und dann kann der Teig auch schon in die Form gegeben werden. Im Hintergrund habe ich mir den Ofen schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Ich habe jetzt einfach die Form gefettet und bemehlt. Ja, und jetzt geben wir uns den Teig hier rein. Ich mache das jetzt einfach weiter mit den Händen, da ich jetzt schon mal einmal ordentlich gemanscht habe. Kann ich es auch gerade weitermachen. Es wird so wie eine Art Mürbteig, aber eben doch etwas luftiger noch. Also nicht ganz keksig und durch das Backpulver sowieso und auch durch die Mandeln sehr interessant. Den Teig einfach gerade in der Form gleichmäßig verteilen. Und zwar nur am Boden, also keinen Rand hochziehen. Ich nehme jetzt mal den Spatel, um das Ganze richtig schön glatt zu kriegen. So, der Boden ist fertig. Jetzt können wir ihn bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 Minuten backen und dann natürlich ganz auskühlen lassen. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal unsere Birnen abtropfen lassen, dass ein bisschen Saft entsteht. Und wenn ihr frische Birne verwenden wollt, müsst ihr die Birne natürlich schälen, hälfteln, entkernen und dann genau in so viel Flüssigkeit dünsten mit etwas Zucker, dass es ungefähr die Menge ergibt, die ich jetzt benötige. Aber der Einfachheit halber und damit das ganze Jahr backbar ist, dieses Rezept, zeige ich das Ganze jetzt eben mit den Dosenbirnen. Die Birnen, die abgetropften, kommen nachher auf den gebackenen Boden. Aus dem Sud werden wir uns dann zusammen mit dem Wein den Pudding kochen. So, genau, ich habe es auch nochmal abgemessen. Es sind 370 Milliliter und die geben wir uns jetzt zusammen mit dem Weißwein in einen Topf. Ein bisschen Weißwein dazu und am besten das Puddingpulver jetzt schon mal mit einrühren, damit keine Klümpchen entstehen. Und dann erst noch den restlichen Wein hinzugeben, damit wirklich alles gut klümpchenfrei verrührt ist. Wer möchte, kann jetzt natürlich auch noch etwas Zucker hinzugeben. In dem Birnensaft ist ja schon Zucker drin, also wer es nicht so süß möchte, lässt es einfach so. Aber ich werde jetzt noch 2 bis 4 Esslöffel Zucker hinzufügen. Ich schmecke das nachher ab und prüfe einfach dann, wie es mir schmeckt und entscheide dann. Ich gebe erstmal 2 Esslöffel Zucker hinzu und rühre die gerade noch mit rein. Ich finde es noch nicht süß genug, ich mache noch mal 2 dazu. Also ich habe jetzt 4 Esslöffel Zucker noch hinzugegeben. Das entspricht auch dem, was auf der Packung vom Puddingpulver steht. 4 Esslöffel Zucker noch hinzu und dann sollte der Pudding schön süß werden.
So können wir uns das Ganze aufkochen und dann wie immer 1 Minute kochen lassen. Dann ist unser Pudding fertig. Das machen wir aber erst am Schluss, wenn der Boden ausgekühlt ist und wir die Birnen schon drauf haben, denn sonst lässt sich es nachher nicht mehr richtig verteilen und das wollen wir ja auch nicht. So wunderschön sieht unser Boden jetzt aus. Wirklich toll geworden. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von der Farbe. Es duftet wahnsinnig lecker und besonders schön sind natürlich hier die gerösteten Mandeln, die jetzt im Teig sind. So, ich habe den Boden jetzt vorsichtig mit dem Tortenretter von dem etwas abgekühlten Boden der Form runtergeholt und lasse ihn jetzt vollständig hier auf dem Tortengitter auskühlen. Das Ganze ist wirklich so eine Art riesiger Keks, total lecker. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man daraus Cookies backen kann aus dem Teig. Sehr, sehr gut. Werde ich mal probieren. Auf jeden Fall schön auskühlen lassen und in der Zeit können wir uns jetzt auch schon den Pudding kochen. Schön aufkochen, unterrühren, damit nichts anbrennt und nichts klumpt. Sobald das Ganze dann anfängt zu kochen, 1 Minute kochen lassen und dann vom Feuer ziehen. Hitze ein bisschen runterstellen. Und sehr gut rühren. So, der Pudding ist fertig und wir können ihn uns über unsere Birnen geben. Die müssen wir natürlich vorher noch auf dem Boden verteilen. So, den abgekühlten Boden auf eure Tortenpappe geben. Schön vorsichtig, das ist wie gesagt wie so ein riesen Cookie. Den Tortenring darum stellen. Und natürlich festziehen, damit nichts ausläuft, aber nicht zu fest, dass der Teig nicht bricht natürlich. Auf diesem wunderbaren Cookieboden verteilen wir jetzt unsere Birnen entweder in Hälften oder in Spalten. Ich lege sie mir jetzt ganz drauf, aber wie gesagt, ihr könnt sie auch in Spalten schneiden, auch kein Problem. Passen quasi genau drauf. Und ihr seht ja hier, das waren 1, 2, 3, 4, 4,5 Birnen. Also braucht ihr, wenn ihr die frischen Birnen verwendet, ungefähr 5 Birnen. Bevor wir jetzt unseren Pudding auf die Birnen geben, stelle ich das gerade noch mal zur Seite. Hier ist der Pudding. Und wir geben uns jetzt 3 Esslöffel geschlagene Sahne dazu. Ihr könnt die Sahne auch im Ganzen schlagen, aber da ich das Ganze einen über den anderen Tag mache, habe ich mir einfach die 3 Esslöffel abgenommen und sie gerade kurz steif geschlagen und ziehe sie jetzt hier unter. Die Sahne muss auch nicht steif sein, sie kann auch ungeschlagen darunter gehoben werden, denn sie wird jetzt eh schmelzen. Aber ja, im Originalrezept steht es so drin und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich denke, man muss sie gar nicht schlagen. Man gibt einfach 3 Esslöffel Sahne dazu. Wir rühren uns jetzt die einfach hier gerade ein. Dadurch bekommt der Pudding eine schöne Farbe, eine schönere Farbe als vorher. Einfach durch die Sahne, die noch drunter ist, eine schöne, appetitliche, hellgelb-pastellige Farbe. Ja, perfekt. Und jetzt das Ganze gleichmäßig hier rüber gießen. Und gut, dass wir den Tortenring haben, denn das ist schon eine Menge Flüssigkeit und es ist auch noch so flüssig, dass es sonst rausfließen würde. Das Ganze natürlich noch glatt streichen. So. Aber es verteilt sich auch ganz gut schon selber. Jetzt muss das Ganze natürlich noch auskühlen. Das geht am besten in etwa 4 Stunden. Besser aber natürlich wie immer über Nacht. Und dann seid ihr auch sicher, dass wirklich alles kalt ist und dass die Sahne, die ihr dann noch oben drauf gebt, nicht schmilzt. Ich werde die Torte auf jeden Fall jetzt abgedeckt bei mir in den Kühlschrank stellen und werde sie morgen dann noch mit der Sahnehaube dekorieren. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Torte. So, das Törtchen war bei mir über Nacht im Kühlschrank, wie immer, und ist wirklich schön schnittfest geworden. Wir starten mit dem Schlagen der Sahne und dann ist die Torte auch schon fast fertig. So, Vanillinzucker und Sahnefest habe ich mir schon vermischt miteinander. Das gebe ich dann gleich beim Schlagen einfach dazu. Die Sahne sollte wie immer schön gekühlt sein und in eine kalte Schüssel geben, gerade im Sommer. So. Wenn die Sahne so schön steif ist, dass ein Messerschnitt oder eben der Schnitt der Rührer sichtbar bleibt, dann können wir sie uns auf die Torte geben und sie noch mit den Mandelblättchen und dem Eierlikör dekorieren und die Torte probieren. So, erstmal werde ich den Ring lösen und dann kommt die Sahne oben auf.
Ihr könnt es auch umgekehrt machen, aber die Sahne wird trotzdem so ein bisschen erstmal kleben bleiben, es sei denn, ihr kühlt zwischendurch. Also es sind so zwei verschiedene Abläufe, die man jetzt einschlagen kann, zwei verschiedene Wege sozusagen. Aber ich werde jetzt erstmal hier lösen. Sie duftet sehr interessant nach Wein und Birnen gleichzeitig. Übrigens, wenn ihr keinen Wein verwenden wollt, könnt ihr natürlich auch Birnensaft nehmen oder Apfelsaft. Überhaupt kein Problem. Jetzt ziehen wir uns den Ring ab. Vorsichtig, wie immer. Und mal schauen, wie es aussieht. So hübsch sieht das Törtchen jetzt aus. Jetzt gebe ich dir die Sahne einfach oben auf. Und man kann sie jetzt entweder glatt streichen oder wieder so ein bisschen im Berg und Tal, wie bei der letzten Torte auch. Ein Riesenberg Sahne, sehr lecker. Gerade so ein bisschen verstreichen. Das wird jetzt unsere Haube. Und wie gesagt, natürlich könnt ihr das auch mit dem Rand machen. Dann müsst ihr die Torte einfach mit dem Rand nochmal kalt stellen, das Ganze dann vorsichtig lösen. Aber ich denke, es geht auch so, gerade wenn man das Ganze nicht so super penibel glatt haben will, sondern eher so Berg und Tal eindrückt wieder, damit nachher der Eierlikör auch so seine Kuhle finden kann, in die er dann fließen kann. So sieht das Törtchen jetzt bei mir aus. Ich werde jetzt noch die Mandelblättchen hier am Rand drauf geben. Die habe ich mir gerade in der Pfanne ohne Fett geröstet. Wunderschön der Kontrast zwischen der Sahne und den gerösteten Mandeln. Ihr dürft sie ruhig so ein bisschen dunkel rösten, dass sie schön, ja, dass sie einfach gut schmecken und dass sie einfach so ein bisschen goldbraun sind. Dann sieht das wunderschön aus. Fertig ist unsere wunderschöne Birnentorte und ich werde sie jetzt nach einer kurzen Kühlzeit für euch anschneiden. Wie immer habe ich wegen der Drehbedingungen hier doch nicht gekühlt vor dem Anschneiden, aber ihr werdet es auf jeden Fall tun, eine halbe Stunde in den Tiefkühler oder eine Stunde in den Kühlschrank, dann lässt es sich perfekt anschneiden. Ein perfekter Schnitt, immerhin, ohne Kühlung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Törtchen aussieht. Wirklich fantastisch, ein Traum von einer Birnentorte. Wahnsinn! Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie schmecken wird. Und ich gebe natürlich noch etwas Eierlikör oben auf. Das muss ja sein. Super lecker, ich freue mich aufs Probieren. Sieht sehr, sehr appetitlich aus. Ich kann es kaum noch erwarten. Top gut. Schön alles auf einmal probieren. Also die Torte schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist definitiv eine Torte für Erwachsene. Also sie schmeckt sehr stark nach dem Wein auch. Und das ist eine Top-Kombination, richtig, richtig lecker mit dem Eierlikör, den unbedingt dazu nehmen. Also ich finde sie sehr, sehr lecker. Ich würde vielleicht noch ein paar Rosinen mit in die Füllung geben. Einfach erstens für den Kontrast und zweitens glaube ich, dass sie richtig lecker schmecken würden darin in der Torte, nochmal so einen Extra-Kick geben würden. Aber natürlich nur für Leute, die Rosinen mögen. Andere Leute können gerne Cranberries verwenden. Ich glaube, das würde der Torte noch den allerletzten super Kick geben. Ja, ansonsten eine perfekte Herbsttorte. Wunderbar, müsst ihr ausprobieren. Es lohnt sich. Das war die raffinierte, interessante Birnenweintorte. Eine tolle herbstliche Torte. Ich bin gespannt auf eure Fotos. Ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns nächste Woche. Vergesst bitte nicht, mir einen netten Kommentar gerne mit Tortenwunsch zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und ja, wir sehen uns nächste Woche 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!